Keine ruhige Minute gehört zu meinen absoluten Reinhard May-Favoriten und war auch, ich bin mir ziemlich sicher, das erste Reinhard May-Lied, das ich gelernt habe. Was habe ich in all den Jahren ohne dich eigentlich gemacht? Und ich finde keine ruhige Minute sogar so toll, dass ich in diesem Video nicht nur nein, sondern sogar 2 Tutorials verbaut habe. Eines für Gitarrenanfänger mit einfachen Akkorden und auch einem leicht zu lernenden Begleitanschlag. Ohne Spielzeug zu reparieren, ohne den Schreck der Nerven zehrt, ohne mit die auffallen. Und natürlich dann eins für die fortgeschrittenen Gitarristenfraktionen. Nämlich eine Originalbegleitung von Reinhard May, die ich mir wie immer in mühsamer Kleinarbeit aus einem schon etwas älteren Live-Video von Reinhard May abgeschaut bzw. abgehört habe, in Tabulaturschrift festgehalten und hier als Videotutorial verewigt habe. Teil 1, die Easy Version von Keine ruhige Minute. Eine ruhige Minute ist seitdem mir für mich drin. Das geht so wie ich vermute, bis ich 100 Jahre bin. Tonart hier G-Dur mit den Akkorden G-Dur, C-Dur, D-Dur und A-Moll. Und wie du die Akkorde greifen kannst, erkläre ich dir noch. Die Originaltonart ist A-Dur, also alles einen Ton höher. Und Teil 2 meines Videos, also die fortgeschrittene Version, die ist dann auch in A-Dur. Ist ja dann auch eine Originalbegleitung. Da gehört das natürlich auch so. Hier in der Anfängerversion habe ich mich für die Tonart G-Dur entschieden, weil du in A-Dur den Akkord B-Moll hättest, statt A-Moll wie hier. Und B-Moll ist ein Barré-Akkord, die ich in Anfänger-Tutorials gerne vermeide. Und außerdem wäre es dann auch in A-Dur einen Ton höher zu singen. Für mich schon wieder grenzwertig. Aber ist ja kein Problem, wenn du keine ruhige Minute in der Originaltonart spielen möchtest, dann klemme einfach deinen Capodaster in den zweiten Bund. Und du hast die Tonart A-Dur. Wir kommen zum Anschlag. Eigentlich gibt es 2 Anschläge. Den zweiten Anschlag erkläre ich dir, wenn er dran ist. Der Hauptanschlag hier zuerst mit abgedämpften Saiten. 1, 2 und 4 und ab, auf, ab, auf. Und dann noch am Beispiel G-Dur, das folgendermaßen gegriffen wird. Mittelfinger, 3. Bund, tiefe E-Saite, Zeigefinger, 2. Bund A-Saite und Ringfinger, 3. Bund, helle E-Saite. Oder, so wie ich das greife, Ringfinger, Mittelfinger und kleiner Finger. 1, 2 und 4 und genau so starten wir in das Lied. Ein Intro habe ich keins notiert, aber natürlich kannst du zuerst mal 2 Takte G-Dur vorspielen, bevor du dann mit dem Gesang einsetzt. Habe ich in all den Jahren ohne dich eigentlich gemacht, als Tage noch tagelang waren. Dann geht es in die Strophe mit einem Takt G-Dur. Zweiter Takt C-Dur, Ringfinger, 3. Bund A-Saite, Mittelfinger, 2. Bund D-Saite und Zeigefinger, 1. Bund B-Saite. Dritter Takt D-Dur, Zeigefinger, 2. Bund G-Saite, Mittelfinger, 2. Bund helle E-Saite und Ringfinger, 3. Bund B-Saite. Und 4. Takt wieder G-Dur. Die ersten 4 Takte einmal im Zusammenhang.
Die nächsten 4 Takte genau das gleiche. G-Dur, C-Dur, D-Dur und G-Dur. Jeweils einen Takt. Als Die nächsten 4 Takte dann nochmal genauso. ohne Spielzeug zu reparieren, ohne den Schreck, der Nerven zehrt. Und die letzten 4 Takte der Strophe dann etwas anders. Da kommen dann plötzlich 2 Akkorde pro Takt vor. Wie schlägt man das dann am besten an? Erste Überlegung, man teilt den bisherigen Anschlag, also Zählzeiten 1, 2 und den ersten Akkord und Zählzeiten und 4 und dann den zweiten Akkord. Kann man natürlich so machen, ist aber meist nicht die allerschönste Lösung. Deshalb hier eine, wie ich finde, deutlich bessere Lösung, nämlich ganz einfach den Takt in 2 gleiche Anschläge unterteilen. Die erste Hälfte des Taktes 1, 2 und zweite Hälfte 3, 4 und. Zusammen 1, 2 und 3, 4 und. Zuerst C-Dur im ersten Takt, erste Hälfte. 1, 2 und. Zweite Hälfte D-Dur. 3, 4 und. Zweiter Takt G-Dur und C-Dur. 1, 2 und. 3, 4 und. Dritter Takt G-Dur und D-Dur. 1, 2 und. 3, 4 und. Und vierter Takt G-Dur, normaler Anschlag wieder. 1, 2 und 4 und. Auch diese 4 Takte einmal zusammen. Ohne mit dir auf allen Vieren durchs Haus zu traben, als dein Pferd. Und auch die Strophe einmal komplett und auch einigermaßen langsam. Nach der Strophe folgt der Refrain. Der gleiche Begleitrhythmus wie in der Strophe. Und erster Takt G-Dur. Nächster Takt A-Moll, Zeigefinger erster Bund B-Seite, Mittelfinger zweiter Bund D-Seite und Ringfinger zweiter Bund G-Seite. D-Dur und wieder G-Dur. Nochmal G-Dur. C-Dur. D-Dur. Und wieder G-Dur. Der Refrain einmal im Zusammenhang.
zum Abschluss von Teil 1 noch einmal Strophe und Refrain zusammen in ungefährem Originaltempo. So viel von mir zur Easy Version von Keine ruhige Minute. Wenn du noch absoluter Gitarrenanfänger bist, dann ist hier eigentlich auch Schluss für dich. Aber natürlich freue ich mich auch, wenn du dir den Rest des Videos noch anschaust. Vielleicht auch nur zur Unterhaltung oder um zu sehen, was gitarristisch so alles auf dich zukommen kann. Also vorausgesetzt, du bleibst lang genug dabei. Und wirfst nicht gleich das Handtuch, sobald die ersten Problemchen auftauchen. Also auf geht's in den Teil 2. Wie am Anfang des Videos schon erwähnt, diese Gitarrenbegleitung zu Keine ruhige Minute von Reinhard May habe ich mir von einem etwas älteren Video abgeschaut bzw. abgehört. Also von einem Reinhard May Video. Falls dich dieses interessiert, ich verlinke dir das in der Videobeschreibung. Und falls dir das alles schon bekannt vorkommt hier, ja, das Tutorial, das gibt's schon von mir. Aber im Zuge meiner, ich bin jetzt Rechtshänder-Aktion, also zumindest in meinen Tutorials, habe ich mir auch dieses Tutorial nochmal vorgenommen. Unter anderem auch, weil es einfach ein tolles Lied ist und ich möchte, dass auch du das genau so spielen kannst. Um Keine ruhige Minute in dieser Version spielen zu können, sollten die Akkorde A-Dur, B-Moll, E7, Fis-Moll und D-Dur sitzen, flutschen und vor allem auch klingen. Aber natürlich zu deiner Erinnerung hier nochmal ganz kurz die Akkorde, beginnt mit A-Dur. B-Moll, E7, D-Dur, und Fis-Moll. Reinhard May wechselt zwischen zwei Zupftechniken. Zum einen das typische May-Picking. Hierbei spielt der Daumen nur den Basston. Der ist natürlich abhängig vom jeweiligen Akkord. Das heißt einmal die D-Seite oder A-Seite oder E-Seite. Und die restlichen Saiten werden mit 3 Fingern gespielt. Zeigefinger für die G-Seite, Mittelfinger für die B-Seite und Ringfinger für die helle E-Seite. Im Gegensatz zum Folk-Picking oder Travis-Picking, bei dem der Daumen deutlich mehr Einsatz hat. Also nicht nur beim Basston, sondern auch beim Basswechselton oder oft dann auch die G-Seite. Und was macht man noch so im Travis Picking anders? Man zupft nur mit 2 Fingern. Der Ringfinger kommt nicht zum Einsatz. Hier kommt er zum Einsatz, dafür der Daumen nur Basston. Sollte dir das Travis Picking besser liegen, dann nimm doch einfach das. Man kann das natürlich auch im Travis Picking Style spielen. Das gleiche Muster, es funktioniert auch. In diesem Video mache ich jetzt allerdings so, wie ich gesagt habe, Daumen und 3 Finger. Das Picking hier mal am Beispiel von A-Dur, Basston beim A-Dur, die A-Seite, die spiele ich mit dem Daumen, Ringfinger, die helle E-Seite. Danach folgt der Zeigefinger auf der G-Seite, der Mittelfinger auf der B-Seite, dann wieder Basston, helle E-Seite und G-Seite. Von der Rhythmik her zählst du hier 1, 2 und 3 und 4. Oder als 16. Rhythmik 1 und E2, E und. Als zweites Zupfmuster dann noch dieses hier am Beispiel von D-Dur. Auch hier zupft am Anfang der Daumen den Basston, ist beim D-Dur die D-Seite und der Ringfinger die helle E-Seite. Dann noch Zeigefinger G-Seite, Mittelfinger B-Seite und nochmal Zeigefinger G-Seite.
Die Rhythmik im zweiten Zupfmuster ganz gleichmäßig 1 und 2 und. Am Anfang des Liedes, das ist in dem Mai-Video so bei 1,48, da spielt Reinhard May, wie soll ich sagen, noch ein Intro zum Intro. Ich möchte dir das nicht vorenthalten, beginnend mit A-Dur. Dann B-Moll, E7, und nochmal A-Dur. Dann kommt das eigentliche Intro und hier kommen auch gleich beide Zupfmuster zum Einsatz. Zuerst A-Dur, D-Dur, E7, und A-Dur, Die Strophe beginnt mit A-Dur in Zupftechnik 1 und auch gleich D-Dur in Zupftechnik 1. Dann E7 in Zupftechnik 2 und A-Dur in Zupftechnik 1. Danach folgen die gleichen Akkorde nochmal. Also die Zupftechnik ändert sich dabei etwas. Zuerst Zupftechnik 1, dann D-Dur, auf einmal Zupftechnik 2. So geht es durchs ganze Lied. Also es wechselt einfach ab zwischen Zupftechnik 1 und 2. Und einen genauen Plan dahinter, also welche Technik wann genau zum Einsatz kommt, konnte ich leider keinen entdecken. Dann folgt nochmal A-Dur, B-Moll, E7 und Einschlag A-Dur. Danach folgt jeweils Einschlag D-Dur, E-Dur, Fis-Moll, B-Moll, A-Dur, E7 und A-Dur.
Das Ganze noch einmal komplett. Der Refrain beginnt mit A-Dur und der hellen E-Seite, zweimal gezupft. Danach ein B-Moll. E7. Und A-Dur. Dann nochmal A-Dur, hier wieder in deiner gewohnten Zupftechnik. D-Dur. E7. Und A-Dur. In den nächsten Strophen spielt Mai dann andere Zupfreihenfolgen. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, es gibt keine genaue oder kein genaues System, wie ihr die Zupfmuster abwechselt. Es ist in jeder Zeile, jeder Strophe etwas anders. Zum Beispiel so. Und auch im Refrain wechselt er das, zumindest in der zweiten Hälfte des Refrains, ab. Soviel von mir zu Keine ruhige Minute von Reinhard May. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Gib mir deinen Daumen, schreib was in die Kommentare und falls noch nicht geschehen, abonniere meinen Kanal. Ciao und bis zum nächsten Video.